In November 1895, Lenin founds the Revolutionary League for the Liberation of the Working Class. Accused of political agitation, he's banished to Siberia in 1897. Here he marries the revolutionary Nadezhda Krupskaya. After his banishment, Lenin leaves Russia to go into exile. A brilliant theorist and born orator, Lenin becomes leader of the radical wing of the Russian Social Democrats. Because his wing manages to win a party assembly vote by a slim majority, he gives his faction the name Bolsheviki, which means majority holders. The democratic parliamentarian-oriented wing, which is actually larger, gets the name Mensheviki, or minority holders. The Bolsheviki uncompromisingly advocate the dictatorship of the proletariat. Man geht davon aus, dass der Mensch gut sei. Anders als bei dem Konservatismus oder auch bei dem Liberalismus. Und deswegen braucht er kein Checks and Balances, keine Kontrolle. Nicht wahr? Und das ist sozusagen ein Grundfehler der Kommunismus, auch bei Lenin. Und daher hat man die unkontrollierte Macht. Schon am Anfang, nicht wahr? Das ist im Bolschewismus drin. Das sollte eine Partei von Berufsrevolutionären sein, eine streng disziplinierte, zentralisierte Partei, die die Rolle der Avantgarde, der Arbeiterklasse übernehmen sollte. Und diese Konzeption stellte in der Geschichte der marxistischen Bewegung eine ungeheure Zäsur dar, eine Revolution. Die Grundprämisse, die Menschen wissen nicht, was gut für sie sei. Eine Elite, eine Wissenschaft muss herausfinden, objektiv, was gut für den Menschen sei. Subjektiv gilt nicht. Summer 1914. The assassination of the heir to the Austrian throne brings the international tension to breaking point. Russia mobilizes its troops. Germany declares war. While living in exile, Lenin believes that the outbreak of the First World War is a historical necessity and signals the impending end of capitalism. The hardships of war intensify the economic and political tension in Russia. The masses protest against hunger, the war, the government, and the Tsar. Nicholas II is forced to abdicate after the February Revolution. A provisional government is formed, and all over the country, worker and soldier councils, the Soviets. The irreconcilable differences between the parliamentarian bourgeois government of Kerensky and the radical Soviets hinder finding solutions to urgent problems. While war is raging in most of Europe, Lenin, exiled in Zurich, formulates his radical program. He rejects a parliamentary republic and in his famous April Theses demands the elimination of the provisional government and the assumption of power by the Soviets. The reaction of Lenin's comrades in Russia to his theses is unenthusiastic. Man war damals der Meinung, Lenin habe aufgrund seines langjährigen Exils die russische Wirklichkeit nicht richtig verstanden. Also er habe den Zugang zur russischen Wirklichkeit jetzt verloren. Denn das war die Zeit der Solidarisierung aller demokratisch revolutionären Kräfte. You have to remember, Lenin jumped in the revolution in the middle of this. He was not the person who really started this, initiated the revolution. At that time he lived in Switzerland, drank beer and discussed the German economy. Lenin realizes that he must return to Russia to spearhead the movement. His goals are an immediate armistice and a major land reform. He seeks the support of the masses. The German imperial government offers Lenin and other exiled revolutionaries freedom of passage. The exiles travel across Germany in a sealed train carriage. Lenin's return to St. Petersburg is supposed to destabilize Germany's war enemy, Russia. Revolution in Russia, an opportunity for the German Supreme Military Command to successfully end the war on the Eastern Front. Lenins griffige Parole einerseits beendet sofort den imperialistischen Krieg. Und die andere Parole raubt das Geraubte.
Also er hat die Bauern dazu aufgerufen, die Gutsbesitzer eigenmächtig zu enteignen. Also diese Parolen hatten eine außerordentliche Wirkung auf die russische Bauernschaft, auf die russischen Unterschichten. Und Lenin hat sich an diese Stimmungen der russischen Unterschichten angepasst. Lenin is greeted enthusiastically by his followers when he arrives on April the 16th, 1917. The next day, he gives his programmatic speech before a Bolshevist party assembly. The bourgeois February Revolution must be followed by the Socialist Revolution in Russia. He enforces this decision, an armed rebellion with the objective of seizing power. In May 1917, Leon Trotsky returns to Russia. He too had been active in the working class movement in the late 19th century, was banished to Siberia because of his underground activities, and lived in exile for many years after fleeing. He and Lenin demanded the overthrow of the provisional government, as well as world revolution. Trotsky organizes the storming of the Winter Palace, has the provisional government arrested, and helps Lenin and the Bolsheviks gain power. Sie hatten die Macht in einem der rückständigsten Länder der Welt, 140 Millionen Einwohner, ein Bauernland, ganz wenige Industriearbeiter, 80% Analphabeten. Das ganze Land war zerrüttet, zerstört durch 3 Jahre des Ersten Weltkrieges. Und jetzt der tiefe Widerspruch. Da soll man eine neue sozialistische Gesellschaft? Der Widerspruch zwischen der Zielsetzung und der Realität. Immediately after the victory of the revolution, the new government, the Council of People's Commissars, put Lenin's plans into practice. First of all, Lenin offered the Germans an immediate armistice. In the spirit of world revolution, German and Russian soldiers fraternize. Lenin's other plan, the land reform, is also implemented immediately. Because the peasant soldiers want to return home, the army is dissolved. The big land estates are expropriated without compensation, surveyed and given to landless peasants. The old dream of Russian peasantry comes true. Millions of peasants become landowners. Einerseits war natürlich die marxistische Doktrin für Lenin sehr wichtig. Und die marxistische Doktrin sagte, dieser Boden soll verstaatlicht werden. Auf der anderen Seite hatte Lenin im Gegensatz zu vielen marxistischen Dogmatikern, auch in der bolschewistischen Partei, ein feines Gespür gegenüber den Wünschen der Agrarbevölkerung. Und er wusste, dass die Verstaatlichung des Bodens, die sofortige Nationalisierung, dass diese Maßnahme die Bauernschaft in eine derartige Wut, in eine derartige Ablehnung des Systems führen wird, dass mit dieser Frage wollte ein bisschen warten. Lenin das war ein kluger Mensch. Man musste sehen, dass Russland war keine entwickelte Industrieland wie etwa Deutschland oder England oder sogar Belgien oder Frankreich. Aber das war ein Agrarland mit einer verhältnismäßig kleinen Industriebevölkerung. Und man konnte die Revolution nicht nur auf die Arbeiten von Moskau und Petrograd aufbauen. Also war es sozusagen sein Beitrag zur revolutionären Theorie. Da war seine große Schule vielleicht nicht Stalin, aber Mao. For the new landowners, Lenin is a hero. They believe in a better future and celebrate the socialist revolution. For the leading theorist of the German Social Democrats, Karl Kautsky, this is willfully misleading. Aus Kautskys Sicht war das, was Lenin und seine Gefolgsleute in Russland planten und dann 1917 durchführten, nicht etwa eine proletarische Revolution, nicht die erste große sozialistische Revolution, sondern die letzte bürgerliche Revolution. Marx und Engels haben in ihrem kommunistischen Manifest gesagt, dass das Programm des Kommunismus sich nur mit einem Satz zusammenfassen lasse und dass dieser Satz heißt die Abschaffung des Privateigentums.